SpaceX holt NASA Crew 5 heil auf die Erde und sieht vorerst kein Ende der Falcon-Produktion und will die Falcon 9 für die ISS bis 2030 betreiben. Es mehren sich die Anzeichen für einen systematischen Fehler bei Soyuz und Progress. Axiom stellt die neuen Anzüge für die NASA Artemis 3 Mondlandung vor. Virgin Orbit schickt Mitarbeiter in Zwangsurlaub. Amazon stellt Empfangsgeräte für Starlink-Konkurrenten Kuiper vor und Elon Musk will Starship-Start am 20. April und rechnet mit einer vollständigen Wiederverwendung erst in ein paar Jahren. Das und noch viel mehr war diese Woche in der Raumfahrt wichtig. Alle Hintergründe in voller Länge natürlich nur auf YouTube in den Senkrechtstarter Raumfahrt News. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Hat nicht sollen sein. Wieder nicht. Auch am Samstagabend ist Relativity Space mit der fast vollständig 3D gedruckten Terran 1 nicht gestartet. Die Triebwerke liefen schon 6 Sekunden, die Uhr stand auf T-0, aber die Rakete ist nicht gestartet. Der nächste Startversuch ist aktuell für Donnerstag, den 23. März geplant. Am Montag, den 13. März, ist eine Proton M von Kasachstan aus mit einem geheimen russischen Militärsatelliten in den geostationären Orbit gestartet. Auch am Montag wurde in China von Jiuquan aus eine Langer Marsch 2C gestartet. Nutzlast war der ägyptische Satellit Horus 2. Am Mittwoch, den 15. März, ist eine Falcon 9 mit Cargo Dragon zur ISS aufgebrochen. Mit dabei unter anderem 3 Experimente der CASAT-Studentengruppe an der Universität Stuttgart. Ich habe mir von Bahar live vor Ort in Florida die Ferrofluid-Experimente erklären lassen. Verlinke ich dir unter dem Video. Der Dragon ist mittlerweile erfolgreich mit der ISS gedockt. Auch am Mittwoch hat die China Aerospace Science and Technology Corporation von Jiuquan aus eine Langer Marsch 11 mit einem geheimen Xi'an 19 Satelliten gestartet. Am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht hat Rocket Lab seine Elektron von Wallops aus den USA gestartet. An Bord 2 Capella Space Radar Erdbeobachtungssatelliten für einen 600 Kilometer Orbit. Am Freitag, den 17. März, ist von Xichang in China eine Langer Marsch 3B mit Gaofen Erdbeobachtungssatelliten gestartet. Auch am Freitag ist von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien eine weitere Ladung SpaceX Starlink Internetsatelliten gen Orbit aufgebrochen. Keine 4 Stunden später, schon am Samstagmorgen, hat SpaceX die Senkrechtstarterwoche beendet mit einem Doppelstart der Kommunikationssatelliten SES-18 und 19 von der Cape Canaveral Space Force Station. Ich weiß, die meisten Zuschauer habe ich vermutlich mit dem Wort Starship auf dieses Video gelockt und darüber sprechen wir auch gleich. Dass SpaceX nicht plant, die Falcon 9 zeitnah in Rente zu schicken, wurde diese Woche auf der Satellite Conference and Exhibition in Washington DC vom SpaceX-Vizepräsidenten für kommerziellen Vertrieb bekräftigt. Laut Tom Ognaro gibt es derzeit keine Pläne, die Produktion von Falcon 9 Boostern oder Merlin-Triebwerken zu beenden. Dieser Tag, der werde mit Sicherheit kommen, aber allein schon daher, weil man sich verpflichtet hat, die Falcon 9 bis zum Ende der ISS zu fliegen, wird das nicht allzu bald sein. ISS-Ende, das wird für 2030 angepeilt. Ich hatte letzte Woche bereits darüber berichtet. Eine der größten neuen Initiativen im NASA-Haushalt ist das ISS Deorbit-Schleppfahrzeug, mit dem dann die letzte Absenkung der Umlaufbahn der Station durchgeführt werden soll. Ja, um sicherzustellen, dass sie kontrolliert abstürzt und mit möglichst geringem Fußabdruck im Südpazifik dann versinkt. Dafür sind eigentlich mehrere russische Progressfrachter vorgesehen. Durch die politische Situation mit Russland ist man im letzten Jahr aber zum Schluss gekommen bei der NASA, dass zusätzliche Raumfahrzeuge mit dieser Fähigkeit aus Redundanzgründen vielleicht eine ganz gute Idee sind. Die stellvertretende NASA-Administratorin Casey Lüders sagt in einer NASA-Telefonkonferenz zum NASA-Haushalt, man habe mit $180 Millionen erst einmal ein gutes Finanzpolster, um das Projekt zusammen mit der Industrie zu starten. Ja, und dass man hoffe, die $1 Milliarde, von denen ich auch letzte Woche berichtet hatte, nicht im vollen Umfang ausschöpfen zu müssen. Unbezahlt hier eine Empfehlung von mir. Jemand, von dem ich mich bei einer Panne sofort abschleppen lassen würde, mein Kumpel Micha. Seit Anfang des Jahres könnt ihr übrigens meine News auch in Artikelform auf Michas Webseite astrodrom.com lesen. Auf seinem YouTube-Kanal erfahrt ihr außerdem, was alles in der deutschen Newspace-Szene abgeht. Und das ist jede Menge. Das Abo lohnt sich also. Übrigens hat Micha auch einen Verein gegründet, um die nächste Generation Raumfahrtenthusiasten zu begeistern. Zum ersten Geburtstag am kommenden Freitag, den 24. März, gibt es da ab 20 Uhr einen ganz besonderen Livestream, bei dem es auch etwas zu gewinnen gibt. Unbedingt Erinnerung einschalten.
Es mehren sich doch die Anzeichen für einen systematischen Fehler in der Soyuz- und Progress-Produktion. Es geht immer noch um die Kühlflüssigkeit Lex an Soyuz MS-22 und Progress MS-21. Wie schon die in der russischen Raumfahrt sehr gut vernetzte Katja Pawluschenko schrieb, geht Roskosmos nun auch offiziell einem möglichen Fertigungsfehler nach. Außerdem werden vorsorglich Vorbereitungen getroffen, ein weiteres Soyuz-Raumschiff als Rettungsboot starten zu können. In einem NASA-Briefing hieß es dazu, dass es nun in der Untersuchung darum gehen wird, ob sich bei der Produktion der Raumschiffe etwas geändert hat. Die NASA geht aber nach wie vor davon aus, dass Soyuz MS-23 die Besatzung im September sicher von der Station nach Hause bringen kann. Die Landung des leckgeschlagenen Soyuz MS-22 ist für den 23. März geplant. Da das Leck aber im Servicemodul auftrat, das beim Wiedereintritt verglüht, würde ich da jetzt nicht allzu große Erkenntnisse durch seine Landung erwarten. Fun Fact: Am 24. März wird die ISS ganze 8.888 Tage im All sein. Ich glaube aber eher weniger, dass die aktuelle Besatzung dann einen Schnaps trinkt. Axiom hat diese Woche das Design des Mondlandeanzugs für Artemis 3 der Öffentlichkeit vorgestellt. Leider mit wenig technischen Details und viel optischer Nähe zu dem ursprünglichen Entwicklungsprojekt der NASA. Das sieht man auch an der nur leicht abgewandelten Abkürzung AXEMU statt XEMU. Aber immerhin, ich finde, wir können da ruhig etwas wohlwollend sein. Diese Anzüge, die werden von den Astronauten während ihren EVAs auf der Mondoberfläche getragen und sie sollen uns live mit hochauflösenden Bildern direkt vom Mond versorgen. Also mehr Apollo-Moment-Stimmung geht, glaube ich, nicht. Zumindest aktuell. Die NASA hat ja letztes Jahr im September einen Auftrag im Wert von $228 Millionen zur Entwicklung des Anzuges an Axiom Space vergeben. Wobei die Besonderheit ist, dass es sich um eine Dienstleistungsvereinbarung handelt. Axiom bleibt also Eigentümer der Anzüge und kann sie daher auch anderen Kunden anbieten. Wenn ich das nötige Kleingeld hätte und die Pauschalreise inklusive wäre, würde ich so einen Anzug auf dem Mond mit Sicherheit buchen. 1,622 Meter pro Sekunde Quadrat, das ist die Schwerkraft auf der Mondoberfläche. Ich darf, wie ich letzte Woche schon angekündigt habe, die diesjährige Zero-G-Kampagne des DLR begleiten und in 31 Parabeln aus erster Hand erfahren, was Schwerelosigkeit bedeutet. Hier geht ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR für diese Möglichkeit. Aber auch ein riesen Dankeschön an alle Senkrechtstarter da draußen. Ja, nach nicht mal 2 Wochen habt ihr den Großteil der 1.500 € Reisekosten gesammelt. Da geht mir wirklich das Herz auf. Das ist wirklich die beste Community der Welt und die trägt den YouTuber zur Schwerelosigkeit. Das ist ein verrücktes Wording. Vielen, vielen Dank dafür. Falls ihr Ideen für kleine Experimente und gute Videoideen für den Flug habt, schreibt mir unbedingt unter dem Video. Es steht nicht so gut um Virgin Orbit. Wie Michael Sheets für MSNBC berichtet, wurden nun alle Mitarbeiter in den Zwangsurlaub geschickt, während man nach einem finanziellen Rettungsanker sucht. Auf einer Versammlung sagten die Führungskräfte den Mitarbeitern, dass sie bis nächster Woche ein Update über die Arbeitsniederlegung und die Finanzierungssituation geben wollen. Der Aktienkurs von Virgin Orbit brach daraufhin um gut 30% ein. Ja, eine wirtschaftliche Grundstimmung haarscharf an einer Rezession. Da hat es der Newspace mit Geschäftsmodellen, die Gewinne erst in der Zukunft erwarten lassen, richtig schwer. Das merkt auch Astra Space. Die sind aktuell noch im prominenten Nasdaq gelistet, könnten dort aber am 4. April rausfliegen, wenn der Aktienkurs weiter unter $1 pro Aktie bleibt. Der Bremer OHB dagegen geht es offensichtlich blendend. Im vergangenen Jahr konnte der Umsatz um 4% auf 944 Millionen € gesteigert werden. Und da auch der Überschuss je Aktie von 1,58 € auf 1,97 € je Aktie gestiegen ist, soll die Dividende von 48 Cent auf 60 Cent erhöht werden. Keine Angst, ihr seid hier nicht auf einem Börsenkanal. Ich führe es auch auf, weil eine Nachricht mich dann doch überrascht hat. Wie die Augsburger Allgemeine berichtet, will der Bremer Raumfahrtkonzern OHB zukünftig nicht mehr die Mehrheit der Anteile an Rocket Factory Augsburg halten. Im gleichen Geschäftsbericht, aus dem ich eben schon zitiert habe, ist davon die Rede, dass der Vorstand den Verkauf wesentlicher Anteile an der Rocket Factory Augsburg vorantreibt. Die OHB, die hält derzeit knapp 57% an der Rocket Factory Augsburg. Laut OHB soll sich die Rocket Factory Augsburg als eigenständiges Unternehmen außerhalb des OHB-Konzerns etablieren. In die Rocket Factory müssten wohl noch ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag investiert werden. Fun Fact: Wie diese Woche bekannt wurde, soll der Vega C nach dem Fehlschlag im Dezember mit 30 Millionen € aus bestehenden ESA-Mitteln wieder auf die Beine geholfen werden. Also auch ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag. Ich stecke in beiden Projekten nicht drin und kann euch ja jetzt nicht sagen, wo das Geld besser angelegt wäre.
Die ESA sammelt derzeit übrigens Vorschläge für Studien über eine künftige europäische Familie von Trägersystemen. Das Budget für die Studie, die sich laut ESA-Webseite nur an Bieter aus Belgien, Schweiz, Spanien, Frankreich und Italien richtet, ist 200.000 bis 500.000 Euro. Mir fiel das ins Auge, weil explizit von Wiederverwendbarkeit und Beförderung von Menschen die Rede ist. Den größten Startauftrag in der Geschichte der europäischen Ariane-Trägerraketen hat letztes Jahr die Ariane 6 überraschend von Amazon bekommen. Amazon möchte mit dem Projekt Kuiper im niedrigen Erdorbit eine Konstellation von 3236 Satelliten aufbauen, um globales Hochgeschwindigkeitsinternet bereitzustellen. Also in Konkurrenz zu SpaceX Starlink. Amazon hat seine Satelliten noch nicht vorgestellt, aber die Leistung der Kuiper-Satelliten soll im Vergleich zur Starlink mit bis zu 1 Terabit pro Sekunde deutlich schneller sein. Diese Woche hat Amazon nun 3 Empfangsgeräte vorgestellt. Amazon wird eine Standard-, eine ultrakompakte und eine Pro-Version seiner Antenne anbieten. Sie sollen sich deutlich in Größe und Gewicht unterscheiden und an unterschiedliche Anwender richten. Die Standardversion soll dabei unter $400 kosten. Ja, Vertrieb, Abwicklung, Produktion und Versand über die Webseite des Unternehmens müssen wir, glaube ich, nicht weiter drüber sprechen. Das ist ein Heimspiel für Amazon. Aber erst einmal sind die Satelliten zu starten und noch fliegt keine einzige der 77 gebuchten Raketen von Arianespace, ULA und Blue Origin. Nur 9 gebuchte Atlas V Starts sind aktuell eine sichere Bank. Dann ist aber Schluss und die Vulcan von ULA müsste übernehmen. Und die Zeit tickt für die bei der FCC beantragten Frequenzen von Amazon. Bis Juli 2026 muss Amazon 50% seiner Satelliten gestartet haben und bis 2029 dann 100%. Ja, sonst verliert es seine kostbaren Nutzungserlaubnisse. Unterdessen hat der Konkurrent Starlink diese Woche bekannt gegeben, dass es nun einen globalen Roaming-Service anbietet, der sich speziell an Kunden richtet, die in die abgelegensten Regionen der Erde reisen. Ja, und das bringt uns zu SpaceX. Am 12. März ist der SpaceX Crew Dragon Endurance mit Crew 5 nach 2500 Erdumrundungen wieder zurück. Die Crew um Kommandantin Nicole Mann ist nach 157 Tagen wieder glücklich auf Mutter Erde gelandet und mit ihr Anna Kikina, die erste russische Staatsbürgerin, die mit einem SpaceX Besenstiel ins All geflogen ist. Für Kikina, die Kommandantin Nicole Mann und den Piloten Josh Cassidy war es der erste Raumflug überhaupt, während der JAXA-Astronaut Koichi Wakata bereits das 5. Mal im All war. Es war übrigens auch die erste geplante russische Wasserlandung. Ich betone geplant, denn Soyuz 23 ist am 16. Oktober 1976 ja ungeplant in einem See gelandet. Fun Fact, die Dragon ist eigentlich auch nicht wirklich seegängig. Das ursprüngliche Dragon-Design sah ja keine Wasserlandung vor und so sind Form und Schwerpunkt nicht optimal, um einer Crew bei Seegang eine gemütliche Zeit zu bereiten, während sie auf die Bergung wartet. Würde dich ein Video zu dem Thema interessieren? Ja, dann schreib mir gerne unter dem Video. Apropos Wasser, die SpaceX Bergungscrew auf dem Bergungsschiff Duck am 15. März bestand nur aus Frauen. Fun Fact, Offshore-Jobs gehören mit zu den gefährlichsten regulären Berufen auf der Welt. Noch mehr Nass- und Sachgeschichten. Für den ersten Flug plant man ja, den Starship Booster vor der Küste von Boca Chica weich im Meer zu landen. Dazu wird SpaceX Sonarbojen aussetzen, die direkt das Landen im Wasser überwachen. Sonarbojen, das sind Bojen, die mit Unterwassermikrofonen ausgestattet sind. Wenn dich interessiert, wie der Booster nach einem Aufsetzen im Wasser schwimmen würde, schau mal in meinem Video zu dem Thema. Verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Es war ja etwas ruhiger geworden um Starship in den letzten Wochen. Nicht, dass in Boca Chica nichts passiert wäre, aber im Vergleich zu Raketenfehlschlägen, Lecks an Crewraumschiffen und den spektakulären Feuertests von Booster 7 eben nicht das Niveau an News und Bildern, mit denen SpaceX uns immer wieder in seinen Bann zieht und die zu Recht den Old Space sprichwörtlich marketingtechnisch alt aussehen lassen. Auch der Chef hat sich lange nicht mehr zu Wort gemeldet, zumindest nicht zum Starship. Jetzt aber haben sich die Ankündigungen von Elon Musk zum Zeitpunkt des ersten Orbitalstartversuchs des Starships von hoffentlich nächsten Monat reduziert auf in den nächsten Wochen. Auf Twitter gab es sogar den recht konkreten Termin um die 3. Woche im April. 4/20. Weiß Bescheid. Es war vorher schon öfter zu hören, es komme auf eine Startlizenz der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde FAA an. Aber machen wir uns nichts vor, SpaceX war einfach noch nicht so weit. Sobald SpaceX bereit ist, wird die FAA sich anschauen, was SpaceX davor hat und dann entscheiden. Die immer und immer wieder aufkeimende Verschwörungstheorie, die FAA, ja, die würde den Start des Starships hinauszögern, ja, um zum Beispiel den Start von Artemis 1 ins bessere Licht zu rücken, gehört 2023 wohl, glaube ich, endgültig in die Märchenbücher. Zur Einschätzung, wie der erste Orbitalflugversuch wohl ausgehen wird, haben wir ja schon öfter eher pessimistische Statements von Elon Musk gehört. Auf immerhin 50/50 schätzt er die Aussichten auf einen erfolgreichen Orbitalflug.
wobei hier sicher das Erreichen der geplanten Orbitalbahn gemeint ist, nicht zwingend die Landung als weiche Wasserlandung von Booster oder Starship. Genügend Prototypen hat man mittlerweile, um bei einem fehlgeschlagenen, aber nicht grundsätzlich falschen Design einen weiteren Test zeitnah folgen zu lassen. Auch hier nur verhaltene Töne von Elon Musk. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% werde man dieses Jahr einen Orbit erreichen. Dass allen Beteiligten klar ist, wie schwer der Plan mit der vollständigen Wiederverwendbarkeit zu realisieren ist, zeigt eine weitere Elon Musk-Aussage. Er spricht davon, es werde einige Jahre dauern. Wobei ich davon ausgehe, SpaceX wird die Wiederverwendung der ersten Stufe, dem Super Heavy Booster, nach einem erfolgreichen Flug deutlich schneller gelingen als bei der Falcon 9. Bei der Falcon 9 hat SpaceX bei regulären Orbitalflügen mit Nutzlast das Landen geprobt. Nach 2 Fehlschlägen und 3 erfolgreichen Wasserlandungen erfolgten 2 Drone-Chip-Fehlschläge und dann schließlich die erfolgreiche Landung an Land. Das war erst der 20. Flug überhaupt einer Falcon 9. Mittlerweile hat SpaceX ja seine Falcon Booster 180 Mal erfolgreich gelandet. Da ist also eine gewaltige Erfahrung mit einem riesigen Datensatz, die es dem Starship Booster, der ja von Anfang an auf die Wiederverwendung entwickelt und optimiert wurde, vom Start an einfacher machen wird. Dass es hoffentlich vom Start an einfacher sein wird als bei SpaceX. Die haben ja 4 Anläufe mit der Falcon 1 gebraucht, um in einen Orbit zu kommen. Wünschen wir, glaube ich, allen neuen Raketen. Und das bringt uns zu den Starts der kommenden Woche. Viel Glück und habt Spaß, egal wie es ausgeht. Good luck, have fun. Das ist ja auch das Motto von Relativity. Und der erste Startversuch der Terran 1, der wird voraussichtlich am Donnerstag stattfinden. Am Dienstag ist der Start einer Soyuz von Plesetsk mit russischen Militärsatelliten geplant. Freitag dann voraussichtlich mittags ein SpaceX Falcon 9 Starlink-Start. Und OneWeb möchte am Sonntag, den 26. März, wieder mit einer indischen GSLV starten. Wenn der Start klappt, erreicht OneWeb endlich die erste Ausbaustufe seiner Internetsatellitenkonstellation. Ihr merkt schon heute im Schnelldurchgang ohne Uhrzeiten, dass sich die Starts doch sehr oft verschieben. Ab sofort werde ich einfach immer aktuell die kommenden Starts auf Twitter ankündigen. Link zu meinem Twitter-Account unter dem Video. Dir hat's wieder gefallen? Like nicht vergessen, du bist neu hier und willst weitere Neuigkeiten aus der Raumfahrt nicht länger verpassen? Ja, dann unbedingt hier Senkrechtstarter abonnieren. Denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche mit den News die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden beeindruckende Fakten und spannende Technik aus der Raumfahrt. Ein Video, das dich persönlich interessieren könnte, das verlinke ich dir hier. Und die Technik-Episode von dieser Woche, die findest du hier. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.